Ähm, Es ist ein wunderschönes Wort, Entnazifizierung. Ne? Ähm, Leider ist es nur eine Worthülse. Ja? Man kann Menschen nicht mit einer Haarspülung oder mit einer Pille ihre Jahre oder jahrzehntelange Prägung nehmen. Ja? Oder Menschen dadurch aufoktroyieren, ihre Familiengeschichte in einem Täterkontext zu sehen. Ja? Ähm, also das merke ich auch sehr oft, wird dann vermischt eine Diskussion über den Zweiten Weltkrieg mit Vertriebenen. Ja? Ähm, und man vergisst da, ignoriert da einfach, dass ähm, es diese Vertriebenen gar nicht gegeben hätte, hätte Hitler gar keinen Krieg angefangen. Ähm, Deshalb finde ich diese Diskussion darum aber ganz, ganz merkwürdig, aber es geht darum, dass die Menschen halt in diesem System geprägt waren. Seit Anfang der 30er Jahre. Ja, und es war von Anfang an klar, dass man sich der Juden entledigen wollte. Und es war von Anfang an klar, dass man sich den Roma und den Sinti entledigen wollte, für die man sowieso nie einen als Teil der eigenen Gesellschaft gesehen hat. Ich glaube, das haben wir auch eben wunderbar gehört, dass man erst durch Begegnung mit Menschen, hier jetzt Polen und Russen, dann überhaupt erst über die eigene Menschlichkeit bemerkt, dass das Menschen sind, die eigentlich dämonisiert worden sind, gegen die wir in den Krieg gezogen sind. Jetzt in dem Zweiten Weltkrieg. Der junge Mann, der Mann, der ein junger Mann war, eben, der eben geredet hat, Günther. Ähm, Leider sind außer Entnazifizierung war das Kriegsverbrecher zum Großteil, den man wirklich im System als Roleplayer, würde man heute sagen, identifiziert hat während der NS-Zeit, dass man die prozessiert hat. Aber da gab es auch genug Karrieren, die nach NS-Prozessen weitergegangen sind. Das Problem, vor dem die Alliierten standen, sie mussten in Deutschland zwei Systeme sich entgegenstellen, ja, als sozusagen Werbeikon. Zum einen den Kommunismus und zum anderen den Kapitalismus, ja. Und da hat man dann sehr oft hinter die Ideologie von Nazis hinweggeschaut. Ja, man hat sich ja auch einen Werner von Braun sofort in die USA geholt, nur als Beispiel. Also man brauchte diese Experten, diese Fachleute, diese Macher auf beiden Seiten und sie haben weiter Funktion einbehalten. Ja? Und wir haben die Kinder, die NS-Zeit durchlaufen haben, danach äh, als Lehrer an den Schulen gehabt, ja, ähm, wo man dann plötzlich nach 20 Jahren trifft man seinen Lehrer wieder und dann haut er ein paar Sachen raus und dann wird einem einiges klar, was die eigene Schullaufbahn angeht. Ähm, und mit der DDR, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus mit der Geschichte der DDR zwischen 45 und 89. Ähm, aber was man so gehört hat, es gab daher offiziell keine Nazis. Ja, die sind ja 89 mit Rostock-Lichtenhagen, den brennenden Asylunterkünften, vom Himmel gefallen. Ja, und wir haben da ja auch nicht den riesigen Zulauf gehabt in den ostdeutschen Ländern bei den AfD-Demos. Ja. Wir hatten ja jetzt nicht am 9. November vorgestern in Dresden eine Hakenkreuzflagge, ein Hakenkreuz aufgemalt auf der Demo. Ja, am 9. November wurde ein Hakenkreuz von der Polizei toleriert bei der Querdenker-Demo oder AfD-Demo da in Dresden. Und sowas schockiert mich zutiefst. Ja? Und das signalisiert mir, dass dieses braune Gedankengut ähm, immer noch da ist. Ja? Also man hatte bis 2006 Manschetten davor, die deutsche Flagge zu schwingen. Ja? Das änderte sich mit der Weltmeisterschaft 2006. Ähm, Das war meiner Meinung und meines Gefühls nach so ein Geburtsmoment eines deutschen neuen Nationalismus. Ja? Man konnte wieder stolz sein auf seine Flagge. Davor hat sich das keiner getraut. Ja? Man hatte immer ein mulmiges Gefühl. Ähm, aber seitdem ist da dieser Wall gebrochen. Dann hatten wir 2 Jahre darauf, 2008, die Bankenkrise, die die Menschen weltweit zutiefst verunsichert hat. Ja? Übergehend in das Aufkommen dieser ganzen Demagogen und faschistischen Anführern, die wir jetzt überall
auf den Boden geschossen kriegen wie Pilze. Es ist beängstigend, wie sich die Welt wiederentwickelt hat und dass dieselben Mechanismen. Ich bin froh, dass die USA Trump abgewählt haben, sonst hätten wir da einen neuen Hitler gekriegt, meiner Meinung nach. So wie dieser Mann sich da verhält. So, also die USA haben echt die Kurve gekriegt, die wir 33 nicht gekriegt haben. Und deshalb habe ich da noch ein bisschen Hoffnung, aber wir dürfen auch nicht als tolerante Demokraten die Intoleranten tolerieren. Ja, die müssen irgendwo da auch eine Grenze aufgezeigt kriegen. Und diese Grenze ist für mich da klar überschritten, wo man an